Schau dir dieses Video an, wenn du Schwierigkeiten hast, an dich selbst zu glauben. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Lichtwanderer. Ich grüße euch. Viele von uns haben das Problem, an sich selbst zu glauben, sich selber zu vertrauen, auf sich selber zu bauen. Ich sage dir, der erste Hintergrund, was du verstehen musst, warum das so ist. Selbstvertrauen, der Glaube an sich selbst, entsteht in den ersten 3 bis 7 Jahren durch die Begegnung hauptsächlich mit den Eltern, erst mit der Mutter, dann mit dem Vater und dann mit den Geschwistern, diese Reihenfolge. Die Art und Weise, wie deine Mutter mit dir umgegangen ist, in erster Linie, dann dein Vater, dann die Geschwister, in den ersten 3 bis 7 Jahren deines Lebens, haben dir die Möglichkeit gegeben oder die Möglichkeit genommen, dass du diese Stärke in dir entwickeln kannst. Ich kann auch was. Ich kann auch was tun. Ich kann auch malen, ich kann auch tanzen, ich kann auch waschen, spülen, ich kann die Waschmaschine bedienen und so weiter. In der Regel machen die Eltern den Fehler, dass sie uns die Verantwortlichkeit absprechen. Das tun sie auch, weil sie uns lieben. Sie wollen nicht, dass wir zu viel Verantwortung übernehmen. Sie wollen uns nicht allein lassen mit irgendwelchen Aufgaben, sondern sie machen alles für uns. Sie erkennen nicht, dass sie dadurch uns die Möglichkeit nehmen, an unseren Angelegenheiten Freude zu haben. Kinder, das muss man wirklich gut zuhören, Kinder lieben Verantwortung. Sie lieben es, am Alltags Dingen teilzuhaben. Sie lieben es zu verstehen, wie eine Waschmaschine funktioniert, wie eine Spülmaschine funktioniert, wie man Essen vorbereitet, wie man Essen kocht. Wir müssen ja nicht damit übertreiben und sie mit Messer und Schere in der Küche allein lassen. Das meine ich nicht, sondern Kinder lieben es, ob weiblich oder männlich. Sie lieben es, die Mutter bzw. Vater und die Geschwister zu Hause zu unterstützen. Dass sie etwas übernehmen, dass sie etwas sauber machen, auch wenn sie es nicht richtig machen. Man kann es ihnen erklären, sie machen es und dann sagt man, das kannst du besser machen und zwar so und so. Wisst ihr, die Essenz dessen, was ich dir jetzt sagen will, ist Selbstvertrauen. Der Glaube an sich selbst entsteht ausschließlich durch Erfolgserlebnisse. Hast du das in der Kindheit nicht gehabt, musst du es für dich selber machen. Ich wiederhole, das ist wirklich sehr wichtig, dass du das verstehst. Selbstvertrauen, der Glaube an sich selber, entsteht ausschließlich durch Erfolgserlebnisse. Und nicht, das muss nicht so gigantische Entwicklungsstufen und auf einmal Buddha-mäßig jetzt Erleuchtung erlangen. Nein, fang mit Kleinigkeiten an. Ich schlage dir vor, erstell eine Liste von Sachen, die du weißt, wenn du sie schaffst oder tust, dass du stolz bist auf dich selbst. Der einzige Mensch, dessen Stolz für dich wertvoll ist, bist du selber. Niemand kann dir Selbstwertgefühl geben. Niemand. Das musst du selber machen. Niemand kann dir Selbstvertrauen geben. Das musst du selber machen. Ich weiß nicht, leider, zum Glück. Du musst das selber machen. Das ist auch gar nicht so schlimm. Das macht auch Spaß. Schritt Nummer 1. Erstelle eine Liste von Sachen, die du tun willst. Und weiß, wenn du diese Dinge schaffst, dann bist du stolz auf dich. Dann bist du glücklich, dann hast du mehr Selbstvertrauen und so weiter, wenn du erfolgreich bist. Du erstellst erstmal durcheinander die Liste. Schritt Nummer 2. Also Aufgaben, die schon seit Jahren du vorhast und hast es einfach nicht geschafft. Schritt Nummer 2. Du sortierst die Liste, die du erstellt hast. Für diesen ersten Schritt kannst du dir eine Woche Zeit lassen. Egal. Schritt Nummer 2, du sortierst diese Liste, die du im ersten Schritt erstellt hast, indem du entweder die einfachsten Dinge ganz oben platzierst
oder die kompliziertesten, schwierigsten Dinge ganz oben platzierst. Wenn du die einfachsten oben platzierst, fängst du von oben an. Ich lackiere meine Nägel, ich putze die Badewanne, ich schmeiße meine elektrische Zahnbürste weg, weil da Plastik dran ist und Nanoplastikpartikelchen in meinen Körper gehen und nicht mehr rauskommen. Oder die elektrische Zahnbürste hat so eine Strahlung, macht mich blöd. Ich schmeiße es weg und nehme einfach Zahnbürste, mechanisch, ohne Plastik dran. Bambus-Zahnbürste, wie die alle heißen. Egal, völlig egal, wie klein diese oder wie groß diese Schritte sind. Fang mit einfachsten Schritten an. Mit jeder Kleinigkeit, die du schaffst. Mit Mini-Erfolgen, die du dann kassierst. Werden die großen Schritte immer kleiner, während du immer größer wirst und stärker. Schritt Nummer 1, du erstellst eine Liste von allen Dingen, die du schon immer machen wolltest. Aus irgendeinem Grund nicht gemacht hast. Schritt Nummer 2, du sortierst das. Entweder die einfachsten oben oder die einfachsten unten. Wenn die einfachsten unten sind, fängst du von unten an. Oder wenn du die einfachsten oben lässt, fängst du von oben an. So. Und Schritt Nummer 3, du erstellst für dich eine Art Strategie, wie du diese Dinge, die du dir vorgenommen hast, die zweite Liste, die du sortiert hast, auch schaffst. Wenn du mich fragst, Augen zu und durch, nicht nachdenken. Das ist wie der Besuch beim Zahnarzt. Da kann man hinher, jahrelang. Augen zu, Termin machen, hingehen, sich abschalten und einfach ihn machen lassen. Insofern ein guter Zahnarzt ist. So und nur so entsteht Selbstvertrauen. Dein Leben wird dadurch immer schöner. Deine Probleme werden immer kleiner, während du immer größer wirst und stärker wirst. Probier es aus. Wenn du mehr erfahren willst, schau dir einfach meine Homepage an, sei.eu. Da warten fantastische Dinge, die ich ins Leben gerufen habe, auf dich, wenn du etwas Fantastisches aus dir und deinem Leben machen willst. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin für dich da, heute und morgen und alle Tage. Bis ans Ende aller Dinge. So steht es geschrieben und so erfüllt es sich bereits. Alles Gute, ich liebe euch, ich liebe dich. Bis bald.